Menschenrechte im Tourismus. Über 1 Milliarde Menschen haben sich 2013 auf eine touristische Reise ins Ausland begeben. Sie möchten sich erholen, Spaß haben, die Natur entdecken oder neue Menschen und fremde Kulturen kennenlernen. Tourismus ist eine Branche, in der viele Menschen zusammenarbeiten, um eine Urlaubsreise erfolgreich zu gestalten. Vom Reisenden selbst über die Mitarbeitenden bei Reisebüros und Veranstaltern bis hin zu allen Transportbeschäftigten auf Schiffen, in Bahnen, Bussen und Flugzeugen, von den Mitarbeitenden in den Hotels und Gasthäusern bis hin zu allen Kräften, die für die Bereiche Wäsche, Lebensmittel oder Müll verantwortlich sind. Der Service läuft rund um die Uhr. Dazu kommen Hochsaisonzeiten mit Mehrarbeit und oftmals mehr als die gesetzlich geregelten Arbeitsstunden leisten müssen. Doch Tourismus bietet auch für die bereisten Destinationen und die Menschen vor Ort die Möglichkeit zum interkulturellen Austausch und der nachhaltigen Nutzung der Natur. Zudem stellt Tourismus für die Dienstleister, die lokale Bevölkerung und die bereisten Länder einen Wirtschaftsfaktor dar. Zugleich wirkt sich der Tourismus dabei auch auf die Lebensbereiche der Menschen in den Destinationen aus und kann leider oft auch zu einer Verletzung ihrer Menschenrechte führen. Was meint das im Tourismus genau? Ein paar Beispiele. Eine Kette von Strandhotels ist nahe am Meer gelegen und bietet den Touristinnen und Touristen einen kilometerlangen Privatstrand vor dem Hotel. Dadurch fehlt allerdings den lokalen Fischern der Zugang zum Meer und somit der Zugang zu ihrer Haupteinnahmequelle. Damit sind unter anderem das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard oder auch das Recht auf Arbeit und befriedigende Arbeitsbedingungen nicht mehr gegeben. Wenn Kinder in Restaurants arbeiten müssen, statt in die Schule gehen zu können, oder den Übergriffen von Touristen ausgesetzt sind, werden sowohl das Recht auf Bildung als auch die Rechte des Kindes, die in den Übereinkommen über die Rechte des Kindes formuliert sind, verletzt. Wenn eine reisende Person im Rollstuhl zum Verlassen des Flugzeugs gezwungen wird, weil sie ohne Begleitung im Ernstfall nicht allein den Notausgang hätte benutzen können, werden unter anderem Rechte, die im Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen formuliert sind, nicht eingehalten. Diese und weitere Beispiele sind in dem Leitfaden Menschenrechte im Tourismus des Roundtable Menschenrechte im Tourismus beschrieben, der auf Grundlage der Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen sowie weiterer Übereinkommen über die Rechte aller Menschen speziell für Reiseveranstalter entwickelt wurde. Was können Reisebüros und Reiseveranstalter machen, um Menschenrechte in die Unternehmensstrategie einzubinden und in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen? Wichtige Elemente dieser Strategie sind die Bestandsaufnahme. Die Veranstalter tragen dafür Sorge, dass in der besuchten Destination die Menschenrechte, beispielsweise im Hotel, eingehalten werden. Die Integration von Menschenrechten in die Unternehmenskultur und das Management. Im Reisebüro werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair bezahlt und haben Fortbildungsmöglichkeiten. Abhilfe schaffen. Wenn eine Menschenrechtsverletzung vor Ort stattfindet, muss es eine Beschwerdekette geben und Abhilfe geschaffen werden. Reporting. Es sollte eine Fortschrittskontrolle durchgeführt und öffentlich Bericht erstattet werden. Wie erkenne ich als Reisender einen Veranstalter, der sich für die Achtung der Menschenrechte aktiv einsetzt? Und worauf kann ich bei der eigenen Reiseplanung achten? Einige Möglichkeiten hierzu sind vor allem die Augen offen halten und viele Fragen stellen, wie beispielsweise: Ich informiere mich ausreichend vor der Urlaubsreise über das Land, die Menschen und die Kultur mit ihren örtlichen Traditionen und lerne einige Wörter in der Landessprache. Das schafft Verbindung und die Möglichkeit zum Austausch mit der lokalen Bevölkerung. Mit wie vielen Personen reise ich? Wenn die Größe der Gruppe zu dem besuchten Ort, zum Beispiel in sozial sensible Regionen wie abgelegene Dörfer, Gemeinschaften von indigenen Völkern passt, können alle Reisenden die Kultur bewusst erleben und die lokale Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich auf einzelne Reisende einzulassen. Hat der Reiseveranstalter oder Dienstleister den Kinderschutzkodex unterzeichnet oder sagt er dazu etwas in seiner Unternehmensphilosophie aus? Verantwortungsvolle Reiseveranstalter und Reisende können dazu beitragen, dass Kinder im Tourismus nicht ausgenutzt werden und sie eine glückliche Kindheit erleben dürfen.
Lerne ich wirklich Lokales kennen auf der Reise und wo übernachte ich? Arbeitet der Reiseveranstalter vor Ort mit lokalen Anbietern? Die Kooperation beispielsweise mit Privatunterkünften oder lokalen Reiseleiterinnen und Reiseleitern schafft in der Reisedestination und bei der lokalen Bevölkerung Arbeitsplätze. Wer verdient an meiner Reise? Äußert sich der Reiseveranstalter dazu, ob er vor Ort den Dienstleistern eine den jeweiligen Landesbedingungen angemessene Bezahlung ermöglicht? Hiermit schafft mein Besuch einen positiven Einfluss auf die lokale Wirtschaft und das Einkommen der Menschen vor Ort. Ich wähle bewusst Reiseveranstalter, die beispielsweise TourCert zertifiziert sind und damit besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Menschenrechte in der Dienstleistungskette legen. Damit gehe ich sicher, dass die Menschenrechte eingehalten werden und mein Besuch einen positiven Einfluss auf Land und Leute hat. Weitere Hinweise zu fairem Reisen finden sich beispielsweise in der Broschüre Reisen mit Respekt der Naturfreunde Internationale unter www.nf-int.org. Das Forum Anders Reisen bietet darüber hinaus auf seiner Website eine Auswahl an verantwortungsvollen Reiseveranstaltern sowie weitere Informationen rund um das nachhaltige Reisen. Das Motto sollte daher lauten: Menschenrechte achten, auch im Tourismus.